Moin Moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementente und ich begrüße euch ganz recht herzlich zurück bei Monkey Island 1, The Secret of Monkey Island in der Special Edition. Rose Guybrush, sag auch mal Hallo. Hallo, ich bin Guybrush. Und in der letzten Folge haben wir ein bisschen Geld bei den Fettuccini Brothers bekommen. Und jetzt werden wir dieses Geld auch mal ausgeben. Wie sich das gehört, als echter Pirat gibt man seinen Loot natürlich auch aus. Und behält den nicht, ist ja totaler Quatsch. Ne? Und da wissen wir schon, wir haben schon gesehen, wo wir eine Schaufel und wo wir ein Schwert herkriegen. Das werden wir uns mal organisieren. Und dann muss ich nochmal gucken, wie viel Geld dann übrig bleibt und nochmal ein bisschen rechnen. Aber ich glaube, ich weiß, was ich dann noch mit dem Geld anfange. Nein, nicht zur Scamba jetzt gerade. Jetzt gerade geh erstmal woanders hin. Zum Durchgang, genau. Und dann nehmen wir die Tür hier vorne, die führt nämlich immer irgendwo weiter nach links, weil es rechts nur diese eine Tür gibt. Wo sie genau rausführt, ist die Frage. Aber das ist immer unterschiedlich. So, wir gehen hier mal durch. Und jetzt können wir dem alten, gemeinen Gemischtwarenhändler erstmal was husten und uns das Schwert kaufen. Und die Schaufel auch noch. Oh ja, das auch. You're telling me. Here, take one. Please. Take the whole roll. That'll be 1 piece of 8. What else do you want? Achso, ich muss mich umsehen, da muss ich das, Hey, this ja. ain't no boutique. Ja, Don't take all day. Nein, sicher nicht. Du hast doch sowieso nicht mehr so viel Zeit vermutlich, ne? Wir müssen also die Items wahrscheinlich dann mitnehmen. Nee, da war ne. Mhm. Dann müssen wir uns das hier so umständlich machen, in Anführungsstrichen. Aber was wir mit den Breathmints machen, wissen wir auch schon. Don't think, just buy. Nein, ich denke nicht. Ja, ich bin dabei. Ich bin dabei, guter Mann, ich bin dabei. Ich kümmere mich schon. Aber ich muss erst die ganzen Sachen in deinem Shop einsammeln. Du hast es ja so blöd verteilt. So, jetzt aber. What do you want? Alles, was ich in der Tasche habe. Das da. Yeah, what about it? Ich nehme sie. Haben. I want it. Great. Oh, it'll pay for itself, believe me. Yeah, you'll dig up 75 pieces of 8 in no time. But hey, save some treasure for the rest of us, would you? What else do you want? Irgendwie fand ich das nicht so nett. About this sword. Yeah, what about it? Das will ich auch haben. I want it. Great. Best 100 pieces of 8 you ever spent. What else do you want? Das wär's erstmal. Das mit der Schwertmeisterin machen wir an einem anderen Tag. Whatever. So, wir gehen hier mal wieder raus und nutzen verschiedene Sachen, die wir bekommen haben. Erstmal, wir wissen ja noch, wofür wir die Pfefferminz gebrauchen können. Hier drüben war doch einer, der nicht so den besten Atem hatte. Breathmaster, for the pirate who cares about first impressions. Genau, schließe Pfefferminz, das ist eine gute Idee. Gib Pfefferminz an Gefangener. Oh, Grago Mint. How refreshing. Thanks. So, have you come to release me? Wer bist du denn überhaupt? Who are you? My name is Ores. At least I think it is. I've been in here so long I can hardly remember. You gotta get me out of here before I lose my mind completely. Can't you see? I'm innocent. Ja, aber warum sitzt denn ein Unschuldiger im Gefängnis? Also, nee. But why are you in jail if you're innocent? I was framed. I didn't touch the stupid flowers. Was für Blumen? What flowers? The yellow Konish in dormy flowers in the forest. It's against the law to pick them. Okay, da war die deutsche Übersetzung etwas deutlicher als das englische Original. Er sagt nur, es gibt diese gelbe Blume da im Wald, die nicht, bei der man nicht die Erlaubnis hat, sie aufzuheben. Und im Deutschen stand dabei, die auch Hundeschlafblume genannt wird oder sowas. Ja, wie ist denn das Essen im Knast? So, how's the food in there? Oh, you know, the usual. Slop, grog, gruel, rats, bugs, and body lice if I can catch them. I have a carrot cake my Aunt Tilly made, even though she knows I detest carrot cake. Actually,
The cook at the bar is an old friend of mine, and sometimes he sneaks me food, like pork trimmings, mostly feet and lips. But once in a while, he brings this really odd rump roast. Mhm. Was ist denn an diesem Braten so seltsam? What was so odd about the rump roast? Well, it's the only rump roast I ever seen with a prehensile tail. Okay. Mhm. Wer wollte dich denn reinlegen? So who'd want to frame you? I don't know who exactly. I think it was a conspiracy. And if there's one type of piracy I don't like, it's conspiracy. Sheriff Shinetop sure is a jerk, isn't he? No kidding. Fester Shinetop is the meanest man on Melee Island. Luckily, the governor keeps him in check most of the time. We used to have a fair, decent man for a sheriff, but he recently died under mysterious circumstances. If you ask me, I think the new sheriff had something to do with it. I think you've said enough, Otis. Oops. Oh, I hope you haven't been taking this filthy vagrant too seriously. He'd say anything to avoid paying his debt to society. das ist ein Privatgespräch, du störst. Do you mind? We were having a private conversation. Don't take that tone with me, monkey boy, or I'll gladly lock you up in there with Otis. Then you'd have plenty of time for private conversation. Sorry. Look, I don't know what you're up to. But whatever it is, it's probably illegal. So forget it. Wherever you go on Melee, I'll be watching. And if you try any monkey business, you'll end up in here for good. Okay, dann mach mir Man, Angst. is he a pill or what? You see what I have to put up with? You better go before you get us both in trouble. Ich möchte eigentlich ganz gerne... Look, I like visitors and everything, but I don't have much more to say. Plus, my throat's getting dry from all this talking. Why don't you go find someone else to talk to? It's not like I'm the only pirate left on the island or anything. Okay. Ich hätte gerne was von dem Käsekuchen gehabt. Menü. Na gut, aber wir haben einen anderen wichtigen Hinweis bekommen. Nämlich diese gelbe Blume im Wald. Auch um die werden wir uns in absehbarer Zukunft kümmern. So, wo wir gerade hier sind. Wir haben noch... Moment, warte mal kurz, Guybrush. Wir haben noch... Excuse me, Gut, but nicht. oh, it's only you again. Come back for the map to the legendary lost treasure of Ja, Melee komm, wir kaufen die Island. mal. I hope you brought enough money this time. Jo. I'll take it. It'll make a swell gift. There you go. You made a wise decision. Now get lost. Naja, wenn du das sagst. 203 Goldstücke haben wir noch, das ist gut. Wir untersuchen mal die Karte. I think I've been had. This is no map. It looks like dancing lessons. Ja. Das ist aber gar nicht so doof. Das müssen wir bei Gelegenheit uns nochmal... Ich muss mir mal eben einen Notizzettel anlegen. Für dieses wunderschöne Spiel. Und ich schreibe mir das einfach mal nochmal auf. Nämlich zurück, links, rechts, zurück, rechts, links, zurück. Und ich glaube, das werden wir bestimmt nochmal gebrauchen können. So. Huch. Ach so, so kommen wir wieder dahin, wo wir hinwollen. Das ist gut. Dip, dip, dip. Süß, jetzt habe ich einen Zettel, auf dem Zrr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 r sein soll. Ich weiß ja, was das sein soll. Ich weiß ja, was das sein soll. Ich weiß ja, wofür es gut ist. So. Dann wollen wir doch jetzt mal, das haben wir in der, war es die letzte Folge, auch schon mehr oder weniger erarbeitet, dass wir jetzt Schwertkampf-Lessons nehmen können. Wir haben uns ja jetzt noch das Schwert besorgt.
Ich schätze mal, das werden wir sicherheitshalber dafür auch brauchen. Ohne Schwertkampf-Lessons ist ja auch ein bisschen doof. Und dann gehen wir doch mal hier rüber. Hui. Hui. Ach ja, das gute alte Monkey Island. Also in diesem Fall Mealy Island, aber das gute alte Monkey Island in Klammern das Spiel. Ha. Da wird mir ganz warm ums Herz, wenn ich auf diese Map gucke. So, dann reden wir doch nochmal mit dem guten Mann. What do you want? Immer noch Schwertkampf-Lessons. Oh, it's you. What do you got? Nun 30. Well, I've got 30 pieces of 8. Say no more, say no more. Let's see your sword. Alles klar, kein Problem. Okay, check it out. Yes, this is a nice one. Let's get to it. Alles klar, Montage. Okay, you maggot. Why don't you whip that sword out and let's see what you can do with it? Boy, you fight like a dairy farmer. I usually don't waste my time with vermin like yourself. But seeing as this LeChuck thing has put a cramp on business, I got no choice. I need the money. Yes, I can see this is gonna take some special measures. Just want you to know, I don't do this with everyone. It's only because I feel that special student-mentor pieces of 8 bonding that I'm going to these lengths. I'm gonna put you up against the machine. Machine? Is this gonna hurt? Yikes. Come at me. Don't be afraid, you won't hurt me. Use your forte against the foible. Advance, thrust, recover, parry, riposte. No! Beat first, then lunge. Use your forte against the foible. Watch your footwork. Hours later. You're starting to get the hang of it. More hours later. Not bad. You've got good form. Now I'm gonna let you in on the true secret of sword fighting. Sword fighting is kind of like making love. It's not always what you do, but what you say. Any fool pirate can swing a sharp piece of metal around and hope to cut something. But the pros, they know just when to cut their opponent with an insult. One that catches them off guard. You see, kid, your wit's gotta be twice as sharp as your sword. Let's try a couple of insults out, shall we? Okay, imagine this. We're fighting up a storm. Just like Carla and I were doing at Port Royal. There's a sudden break in the fighting, and I say to you, you fight like a dairy farmer. You respond with? Oh ja, vielleicht damit? You must be thinking of someone else. I am not a farmer. I can see we've got a lot of work to do here. You should have responded with something like, how appropriate. You fight like a cow. You see, it's razor-sharp wit like that that wins fights. Let's try another. Imagine this. You're trapped up against a wall. My sword just slashed 2 cuts into your face. I say, soon you'll be wearing my sword like a shish kebab. You respond with? Ich bin besser als du. I am rubber, you are glue. I can see we're in deep trouble here. Ah. A correct response to, soon you'll be wearing my sword like a shish kebab, would have been something like, first, you better stop waving it around like a feather duster. See? Razor sharp. Now, I suggest you go out there and learn some insults. I can't help but feel like I've been ripped off. I'm sure you're feeling something similar. Ah ja, okay. Was wir jetzt gelernt haben, warte mal ganz kurz, ist die große, hohe Kunst des Beleidigungsschwertkampfes von Monkey Island. Und
Ja, so funktioniert das, ich sag mal in Anführungsstrichen, Kampfsystem, nämlich über diese Beleidigung, dass man eine Beleidigung gesagt bekommt und dann eine passende Antwort gibt. Das Problem ist, Guybrush ist in diesem Zeitpunkt noch nicht so wirklich in der Lage, das gut zu machen. Ich demonstriere das jetzt mal kurz, wir gehen hier mal raus. Und jetzt laufen überall diese Piraten hier rum. Und wenn wir jetzt wollen, ich weiß nicht, ob wir denen auf dem Weg nur begegnen müssen. Ich habe das in der letzten Folge schon mal gefragt. Also wir erinnern uns, die liefen hier schon mal rum. Aber man kann mit diesen Piraten kämpfen, jetzt wo wir gelernt haben, wie es geht. So, hier, da kommt einer, wir gehen da mal hin. Ne, ich muss den anklicken, okay. Nein, nicht die Lichtung. Nee. Da, stinkender Pirat. Hier, den da. So, und jetzt können wir den zu einem Duell herausfordern. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Ganz nebenbei übrigens mit einer Anspielung auf The Princess Bride. Ja. Und jetzt kann ich hier verschiedene Beleidigungen ausprobieren, die ich habe. Und lerne, also das Problem ist, ich kann halt noch nicht alle Beleidigungen, die es auf dieser Insel gibt, da gibt es ganz viele. Und ich lerne jetzt in jedem Kampf, wenn er mir zum Beispiel eine neue Beleidigung gibt. Und ja, das sehen wir. Also ich benutze mal diese hier, die ich noch nicht kenne. I once owned a dog that was smarter than you. He must have taught you everything you know. Und da sehen wir diese, das war die richtige Antwort, dann verlieren wir immer so einen Schritt. Und jetzt darf er, weil er jetzt sozusagen in der Offensive ist, was sagen. I've spoken with apes more polite than you. Der Trick ist, diese Beleidigung haben wir jetzt gelernt, die können wir beim nächsten Mal selber anwenden, aber wir kennen die Antwort noch nicht. Deswegen, Oh, yeah? verlieren wir jetzt dadurch wieder. Und wenn man dreimal hintereinander verloren hat, dann hat man den Kampf auch verloren. Jetzt kriegen wir aber, glaube ich, noch eine neue Beleidigung I gelernt. got this Ja. scar on my face during a mighty struggle. Das ist ärgerlich. I'm shaken. I'm shaken. Jo. I give up. You win. Genau, so funktioniert das jetzt. Ihr habt jetzt gesehen, wir haben jetzt diese 2 neuen Beleidigungen gelernt. Und gleich. Und ja, das müssen wir jetzt ein paar Mal machen, um so das Repertoire der ganzen Leute hier zu lernen. Das machen wir in der nächsten Folge mal ein bisschen exzessiver, werden wir uns das Schwertkämpfen genauer angucken. Und ich würde sagen, liebe Leute, ich bin jetzt am Ende. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und sage ciao, ciao.